In diesem Video werden wir einen Expert Advisor mit MQL5 erstellen, der eine Handelsstrategie auf der Grundlage des Bears Power Indikators implementiert. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Zunächst starten wir den Meta-Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Dadurch öffnet sich die Programmierumgebung, in der wir unseren MQL5-Code schreiben und kompilieren können. Der Code beginnt mit der Einbindung der Klasse cTrade aus der Standardbibliothek. Diese Klasse bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify, die für die Ausführung und Verwaltung von Trades unerlässlich sind. Wir instanzieren ein cTrade-Objekt mit Standardparametern, das alle Handelsoperationen einschließlich der Positionsverwaltung verwalten wird. Als nächstes definieren wir mehrere Parameter für die Strategiekonfiguration. Diese sind in den Eigenschaften des Expert Advisors einstellbar. Der Parameter Lookback Bars legt den historischen Bereich für Hochs und Tiefs fest, der von 1 bis 1000 Kerzen reicht. Der Parameter Min Candles Back legt das Mindestalter für ein gültiges Hoch oder Tief fest, das zwischen 5 und 50 Kerzen liegt. Trailing Offset ist eine Sicherheitsspanne für den Trailing Stop, die in Punkten gemessen wird und zwischen 1 und 20 liegt. Bears Period schließlich ist der Zeitraum für die Berechnung der Bärenstärke. Anschließend deklarieren wir globale Variablen und Handles, um den Status zwischen Ticks und Indikatordaten zu speichern. Die Variable Bears Handle wird für das Handle des Bears Power Indikators verwendet, während Bears Buffer ein Ringpuffer für Bears Power Werte ist. MQL Rates Price Data ist ein Array, das zum Speichern von OHLC-Kursdaten verwendet wird. Die Funktion onInit wird einmal beim Start des Expert Advisors zur Einrichtung des Indikators ausgeführt. In dieser Funktion erstellen wir das Handle des Bears Power Indikators mit der Funktion iBearsPower, die das Symbol, die Periode und die Bears Period als Parameter benötigt. Wir konfigurieren die Arrays als Zeitreihen, das heißt, die neuesten Daten stehen bei Index 0. Dies geschieht sowohl für das Array mit den Bears Power Werten als auch für das Array mit den Kursdaten. Wenn die Initialisierung erfolgreich ist, gibt die Funktion init succeeded zurück. Der Code enthält Funktionen zum Öffnen von Positionen. Die Funktion OpenBuy-Position ruft den aktuellen Ask-Preis für eine präzise Orderausführung ab. Anschließend führt sie eine Kauforder mit der Methode Position Open des cTrade-Objekts aus. Zu den Parametern dieser Methode gehören das Finanzinstrument, der Auftragstyp Long Position, die Positionsgröße in Standard Lots 0,10, also 10 Microlots, der Einstiegskurs zum aktuellen Ask-Preis, der anfängliche Stop-Loss, auf 0 gesetzt, was bedeutet, dass er deaktiviert ist, der Take-Profit ebenfalls auf 0 gesetzt, was bedeutet, dass er deaktiviert ist, und ein Positionskommentar. In ähnlicher Weise ruft die Funktion OpenSell-Position den aktuellen Bidpreis ab und führt einen Verkaufsauftrag mit der Methode Position Open aus. Die Parameter sind ähnlich, außer dass der Auftragstyp auf Short-Position eingestellt ist und sowohl der Stop-Loss als auch der Take-Profit deaktiviert sind. Die Funktion OnTick ist die wichtigste Kursaktualisierungsfunktion, die bei jedem Tick ausgeführt wird. Diese Funktion enthält die Kernlogik der Strategie. Sie beginnt mit dem Abrufen historischer Kursdaten für die Analyse mit der Funktion CopyRates, die das Symbol, den Zeitraum, den Shift-Wert 0 für den aktuellen Balken, die Anzahl der zu kopierenden Balken Lookback Bars und das Array Price Data benötigt. Außerdem lädt sie die Bears Power Werte aus dem Indikatorbuffer mit der Funktion CopyBuffer. Die Funktion überprüft dann den Positionsstatus, um festzustellen, ob es offene Positionen gibt und welchen Typ diese haben. Sie durchsucht alle offenen Positionen, um die relevanten Positionen zu finden, wobei sie in einer Schleife rückwärts arbeitet, um eine sichere Iteration zu gewährleisten. Wenn eine Position zu dem aktuellen Symbol gehört, markiert sie, dass eine offene Position gefunden wurde und speichert den Typ Kauf oder Verkauf der aktuellen Position. Es folgt die Logik der Trenderkennung und des Positionsmanagements. Bei einer Kaufbedingung wird eine neue Kaufposition eröffnet, wenn die Bears Power den Nullpunkt überschreitet,
was auf einen potenziellen Aufwärtstrend hinweist und keine offenen Positionen vorhanden sind. Wenn bereits eine Kaufposition besteht, programmiert der Code den Tiefpunkt für den Trailing Stop, indem er mit der Funktion iLowest den Index des niedrigsten Tiefs im Rückblickzeitraum ermittelt. Er berechnet dann das Trailing Stop Niveau, indem er den Tiefstkurs zum Offset in Punkten addiert und zwar mit Hilfe von Trailing Offset multipliziert mit Point. Die Funktion Process Trailing Stop wird aufgerufen, um den Trailing Stop zu verwalten. Bei einem bärischen Signal wird eine Verkaufsposition eröffnet, wenn die Bears Power unter 0 fällt und es keine offenen Positionen gibt. Wenn eine Verkaufsposition besteht, ermittelt der Code den Höchststand für den Trailing Stop mit der Funktion iHighest und berechnet das neue Stop-Level, indem er den Offset vom Höchstkurs abzieht, wiederum mit Trailing Offset multipliziert mit Point. Die Funktion Process Trailing Stop wird für die Verwaltung des Trailing Stops aufgerufen. Die Funktion Process Trailing Stop aktualisiert den Stop-Loss sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen. Sie durchläuft alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge für sichere Änderungen. Für jede Position prüft sie, ob sie dem angegebenen Positionstyp entspricht und zum aktuellen Chartsymbol gehört. Dann ruft es den aktuellen Stop-Loss-Wert ab und aktualisiert ihn auf der Grundlage des Positionstyps. Bei Kaufpositionen muss das neue Stop-Level höher sein als der aktuelle Stop oder es darf kein Stop-Loss vorhanden sein. Bei Verkaufspositionen muss das neue Stop-Level niedriger sein als der aktuelle Stop oder es sollte kein Stop-Loss vorhanden sein. Die Methode Position Modify wird verwendet, um den Stop-Loss zu aktualisieren. Sobald der Code vollständig ist, drücken wir F7, um ihn zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn die Kompilierung erfolgreich ist, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Nun sollte der Expert Advisor auf dem Chart zu sehen sein. Wenn Sie bereits Premium-Kurs-Mitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns gerne eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der den Bears Power Indicator verwendet, um Trends zu erkennen und Positionen mit Trailing Stops zu verwalten. Mit nur ein paar Zeilen MQL-Code haben Sie einen Expert Advisor programmiert, der auf der Grundlage von bärischen und bullischen Signalen handeln kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.